geboren aus einer Legende. Der Name Andre the Giant ist Millionen Menschen bekannt. Er ist nicht einfach nur ein Wrestler, sondern ein Mensch, der die Vorstellung von körperlichen Möglichkeiten revolutioniert hat. Seine Größe, seine Masse, seine Ausstrahlung, all das machte ihn zu einem lebenden Mythos. Doch nur wenige wissen, dass dieser Riese eine Tochter hinterlassen hat. Ihre Geburt war ein Ereignis, von dem selbst Wrestling-Fans lange Zeit nichts wussten. Ihre Mutter, eine Frau namens John Christensen, war kein Star, lief nicht über rote Teppiche und strebte nicht nach Ruhm. Gerade deshalb verlief die Geburt der Tochter im Schatten, fast schon im Geheimen. Zum Zeitpunkt der Geburt des Mädchens führte André ein Doppelleben. Im Ring war er ein Monster, doch außerhalb davon ein Mensch, der sein Leiden verbarg. Er war selten zu Hause und sprach kaum über sein Privatleben. Für ihn war die Bühne sein Zuhause und das eigentliche Zuhause nur etwas Vorübergehendes. Er war ständig unterwegs und wenn er doch einmal da war, war das Verhältnis zu Jean angespannt. Ein Mädchen wurde geboren, ein ungewöhnliches. Sogar die Ärzte bemerkten sofort, das ist kein gewöhnliches Kind. Schon im Säuglingsalter fiel sie auf. Sie war größer als ihre Altersgenossen, hatte sehr breite Schultern, massige Hände und einen kräftigen Knochenbau. Ärztliche Untersuchungen zeigten, das war kein Zufall, das waren die Gene. Genau die Gene, die André zum größten Giganten der Sportgeschichte gemacht hatten. Über ihre Geburt wurde in den Nachrichten nicht berichtet. Es gab keine Schlagzeilen, keine Fotos. Für die Welt existierte sie nicht. Dabei war sie eine direkte Nachfahrin der Legende. Und dieses Schweigen, ja, war nur der Anfang einer langen und verworrenen Geschichte. Aber wie ist es, alles vom stärksten Menschen der Welt zu erben? Sie hat wirklich alles geerbt. Schon früh wurde klar, Andres Tochter war nicht einfach nur ein Kind. In ihrem Körper schien eine Kraft von ganz anderem Ausmaß zu wohnen. Mit 3 Jahren sah sie aus wie eine 5-Jährige, mit 7 wie eine Jugendliche. Die Lehrer in der Schule sagten, sie mache den anderen Kindern Angst. Die Mitschüler meinten, sie fühlten sich in ihrer Nähe klein. Und die Ärzte stellten fest, dass sich ihr Körper nach Gesetzen entwickelte, die für gewöhnliche Menschen nicht ganz typisch sind. Untersuchungen zeigten, dass sie verdickte Knochen, eine erhöhte Muskelmasse und eine ungewöhnliche Gelenkstruktur hatte. Die Kraft ihrer Arme war um ein Vielfaches größer als die ihrer Altersgenossen. Das war nicht das Ergebnis von Training oder Sport. Das waren die Gene. Echte, starke, schwere Gene. Und während Erwachsene das interessant fanden, war es für das Mädchen selbst eher eine Strafe. Sie konnte keine normalen Schuhe kaufen. Ihre Kleidung wurde maßgeschneidert. Jeder Arztbesuch wurde zu einer medizinischen Sensation. Sie war ein Objekt des Interesses und nicht einfach ein Mensch. Manchmal weinte sie, weil sie nicht mit anderen spielen konnte, weil sie im Spiegel nicht sich selbst sah, sondern ein Gesicht, in dem die Leute jemand anderen erkannten. »Du bist wie dein Vater«, sagte man ihr. Und das war kein Kompliment. Aber ihre Geschichte fing gerade erst an. Und im Leben des Mädchens fehlte eines, Andrea selbst. Warum war er nur auf dem Papier anwesend? Ein Geistervater. Sie nannte ihn einfach »dieser Mann«, denn für sie war er nie ein Papa. Er las ihr keine Gute-Nacht-Geschichten vor, kam nicht zu den Schulaufführungen, brachte ihr nicht das Fahrradfahren bei. Von ihm gab es nur Fotos und seltene Anrufe. Sehr seltene. Andrea lebte wie eine Legende, aber Legenden haben keine Zeit für den Familienalltag. Er kam, wenn es sein Zeitplan erlaubte, manchmal für einen Tag, manchmal nur für ein paar Stunden und dann verschwand er wieder. Wieder im Anzug, wieder in der Arena. Und jedes Mal, wenn er wegfuhr, weinte sie. Zu reif für ihr Alter, aber immer noch ein Mädchen. Seine Gesundheit verschlechterte sich und das Leben wurde immer schneller. Als sie 10 wurde, tauchte er fast gar nicht mehr auf. Er versuchte, sie vor Aufmerksamkeit zu schützen, deshalb erkannte er seine Tochter offiziell nicht an. Das war seine Entscheidung, sie im Schatten zu lassen, damit sie ein normales Leben führen konnte, sagte er. Nur ist das Leben im Schatten eines Giganten niemals normal. Als Andrea starb, war sie erst 12 Jahre alt. Sie hat sich nicht verabschiedet, wusste nicht einmal, dass er krank war und mit ihm verschwand auch die Chance, jemals von ihm zu hören, »Ich bin stolz auf dich«. Denn selbst nach seinem Tod hinterließ er ihr nicht nur sein Aussehen, sondern auch Fragen, auf die er keine Antworten gegeben hatte. Das Leben im Schatten eines Titanen. Jeder Tag begann für sie mit ihrem Spiegelbild. Ein Gesicht, als wäre es aus alten Wrestling-Postern herausgeschnitten. Die gleiche Stirn, die gleichen Augen, das gleiche unglaubliche Kinn. Die Leute auf der Straße drehten sich um, manche blieben stehen, andere erschraken. Einige baten sogar um ein Autogramm. Und jedes Mal musste sie erklären, sie ist nicht er. Aber wie soll man das erklären, wenn man seine Kopie ist? In der Schule wurde sie gehänselt. Kinder können grausam sein. Tochter des Riesen, Mammut, Kerl im Rock. Und das waren noch die harmlosen Spitznamen. Die Lehrer versuchten zu helfen, aber was konnten sie schon tun? Ihr Gesicht verändern, sie kleiner machen, sie von ihrer Vergangenheit befreien. In der Pubertät versuchte sie, normal zu werden. Sie nahm ab, versteckte ihr Haar, trug weite Kleidung, mied Gespräche und entfernte alle Hinweise auf ihren Vater. Doch je mehr sie versuchte, unsichtbar zu werden, desto mehr fiel sie auf. Denn du kannst deine Gene nicht verbergen, du kannst dein Erbe nicht auslöschen. Es wird immer hinter dir stehen, wie ein riesiger Schatten.
Und eines Tages wird dieser Schatten ans Licht treten, denn die Welt hat gewartet und ist nun bereit. Der erste öffentliche Auftritt. Es geschah zufällig. Niemand hatte eine Show geplant. Sie kam einfach zum Gedenkspiel für Andrea, setzte sich in die letzte Reihe, trug eine Brille und eine Kappe und wollte unauffällig bleiben. Aber die Kameras sehen alles. Und als ihr Gesicht auf dem Bildschirm erschien, hielt die Arena den Atem an. Ist sie das? Flüsterten die Zuschauer. Das Internet explodierte. Das Foto verbreitete sich auf allen Sportseiten. Hunderte Kommentare, tausende Reposts. Name: Trubin Christiansen Rusimov, Alter 26, Aussehen: das Ebenbild ihres Vaters. Am nächsten Tag riefen Agenturen an, boten Interviews, Shows, Verträge an. Einige wollten sogar, dass sie in den Ring steigt. Alles wiederholte sich, nur diesmal für sie. Aber sie suchte keinen Ruhm, wollte keine Fans, strebte nicht danach, ein Symbol zu werden. Ihre Wahl war eine andere, denn sie wusste, der Ruhm ihres Vaters bedeutete nicht nur Bühne, sondern auch Einsamkeit. Doch die Welt ließ sie nicht los und ihr Körper war immer noch riesig. Kraft in Fleisch und Blut. Im normalen Leben hob sie keine Hanteln, ging nicht ins Fitnessstudio, kämpfte nicht. Und doch spürte jeder, der zufällig ihre Hand berührte, unter der Haut verbarg sich mehr als nur ein Muskel. Die Kraft, mit der sie geboren wurde, war selbst in ihren Bewegungen spürbar. Sie hatte riesige Handflächen, als wären sie aus Stein gemeißelt, und kräftige Finger wie die von Bauarbeitern. Ihr Handgelenkumfang übertraf sogar den mancher Männer. Und ihre Beine wie Säulen, die ein Gewicht tragen konnten, das für andere untragbar war. Als die Ärzte sie wieder einmal untersuchten, sagte einer von ihnen: „Du hast die Knochen eines Wrestlers, selbst wenn du nie im Ring gestanden hast." Das entsprach der Wahrheit. Ihr Skelett war fast 1,5 Mal dichter als normal, und ihre Knorpel und Gelenke schienen von innen verstärkt zu sein. Die Natur hatte sie als Erbin eines Riesen erschaffen, ganz ohne Anstrengung. Diese Kraft bereitete ihr keine Freude. Sie empfand keinen Stolz. Im Gegenteil, sie bemühte sich, zerbrechliche Dinge nicht zu berühren. Sie hatte Angst, jemanden zu fest zu umarmen. Sie fürchtete, zu groß zu sein. Und am häufigsten hatte sie Angst, dass die Leute sie wie ein Ausstellungsstück betrachten würden. Doch die Kraft war in jeder Minute bei ihr, selbst wenn sie versuchte, schwach zu sein. Was macht ein Mensch, wenn er erkennt, dass sein Körper nicht in die gewöhnliche Welt passt? Der Komplex des Riesen. Manchmal stand sie stundenlang vor dem Spiegel, schaute, schwieg und konnte ihr Spiegelbild trotzdem nicht akzeptieren. Ihre Körpergröße betrug etwa 6,5 Fuß, manchmal schien es sogar, als wären es 8. Ihre Schultern waren breiter als Türrahmen. Schuhe sind nur für Männer. Absätze beachtete sie gar nicht erst. In ihrer Jugend hasste sie ihren Körper, versuchte Diäten, versteckte sich unter Oversize-Kleidung und mied Fotos. Und wenn sie doch auf Gruppenfotos zu sehen war, bemühte sie sich immer, irgendwo hinten zu stehen, gekrümmt, unauffällig, denn neben den anderen wirkte sie nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Fels. Psychologen sprachen von Dysmorphophobie, der Angst vor dem eigenen Körper, aber sie empfand etwas anderes. Es war keine Angst, es war das Gefühl, im Körper ihres Vaters zu leben und sich davon einfach nicht trennen zu können. Manchmal wollte sie jemand anderes sein, träumte davon, als gewöhnlicher Mensch geboren zu werden oder wenigstens ein paar Zentimeter kleiner zu sein, damit sie nicht so auffiel, damit sie die Straße entlang gehen konnte, ohne hinter sich zu hören: „Wow, hast du das gesehen?" Doch innerlich brodelte alles, denn sie wusste, je mehr sie sich versteckt, desto weniger ist sie selbst. Und eines Tages wird sie beschließen, alles für immer abzubrechen. Der Verzicht auf die Bühne? Es gab viele Angebote, Verträge für Showauftritte, Dokumentarfilme. Sogar Wrestling-Schulen luden sie ein. Du wirst die nächste Legende sein. Einige boten ihr sogar an, den Vater in Rückblenden zu spielen, aber sie lehnte alles ab. Die Öffentlichkeit machte ihr Angst. Die Kameras waren lahmgelegt. In ihr war kein Funken Wunsch, das Familiengeschäft fortzusetzen. Sie wollte ihr eigenes Leben führen, ohne Blitzlichter, ohne Kostüme, ohne Publikum. Viele sagten, sie habe eine Chance verpasst. Sie hätte Millionen verdienen können. Aber für sie war das keine Chance, sondern eine Falle. Sie hatte Angst, sich endgültig zu verlieren, denn jeder öffentliche Auftritt machte sie nicht zu einer eigenen Persönlichkeit, sondern zur Tochter von Andrea. Und eines Tages sagte sie entschlossen: „Ich werde kein Star sein. Weder des Geldes wegen, noch des Ruhmes, noch des Erbes wegen. Einfach nur, weil sie selbst bleiben wollte. Ein Mensch, kein Titel." Doch selbst als sie die Stille wählte, konnte sie den Folgen nicht entkommen, denn der Name ihres Vaters folgte ihr wie ein Echo. Die Schwierigkeiten im Privatleben. Wenn sie sich verliebte, schien es ihr, als sei endlich alles normal. Dass die Liebe weder auf die Körpergröße achtet, noch die Breite der Schultern misst. Doch die Realität war grausam. Die Jungs fühlten sich in ihrer Nähe unwohl. Manche machten Witze, andere mieden Berührungen, wieder andere sagten ihr direkt ins Gesicht: „Du bist zu männlich." Anfangs versuchte sie, sich für andere zu verändern, wurde leiser, weiblicher, trug Röcke, auch wenn sie ihr nicht standen, änderte ihren Gang. Aber all das fühlte sich wie Theater an. Sie wurde müde, denn je mehr sie versuchte, es anderen recht zu machen, desto mehr verlor sie sich selbst. Manchmal schrieben ihr Leute in den sozialen Netzwerken:
Einige bewunderten sie aufrichtig, andere baten sie um Ratschläge und wieder andere machten sich offen über sie lustig, nannten sie ein Monster oder fetischisierten sie im Gegenteil als etwas Exotisches. Das tat weh. Tief. Eines Tages verliebte sie sich wirklich und spürte zum ersten Mal, dass sie angenommen wurde. Doch dann erfuhr sie, dass diese Person einfach nur ihren Namen ausnutzte. PR, Foto, Interview. Die Tränen dauerten lange und danach zog sie sich zurück. Aber die Vergangenheit ließ sie nicht los, vor allem das, was ihre Mutter betraf. Und eines Tages war es ihre Mutter, die den Hurrikan zurück in ihr Leben brachte. Die Rache der Mutter. Nach dem Tod von Andrea blieb Jean, die Mutter des Mädchens, mit leeren Händen zurück. Rechtlich hatte er die Tochter nicht anerkannt. Es gab nur wenige Dokumente und noch weniger Worte. Und das Vermögen wurde unter denen aufgeteilt, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Aber Jean gab nicht auf. Sie reichte Klage ein, forderte die Anerkennung, einen Teil des Erbes und die Erwähnung der Tochter als offizielle Erbin. Der Prozess war langwierig, skandalös und für das Mädchen eine Qual. Die Zeitungen schrieben über den Kampf um die Millionen des Giganten. Fotos, die sie hasste, tauchten in den Schlagzeilen auf. Die Mutter trat an die Öffentlichkeit, gab Interviews und erzählte sogar Details aus Andres Privatleben, die er ganz sicher nicht preisgeben wollte. Für die Tochter war das ein Verrat, denn sie wollte Ruhe und bekam stattdessen noch mehr Aufsehen. Doch zum ersten Mal erfuhr die Welt offiziell, dass es sie gibt. Mit Dokumenten, mit Unterschrift. Und genau ab diesem Moment begann sich alles zu verändern, denn mit dem Eingeständnis kam auch das Recht auf Fragen. Und davon hatte sie viel zu viele. Das Erbe des Giganten. Nach der Welle von Gerichtsverfahren und dem öffentlichen Bekenntnis begannen die juristischen Prozesse. Papiere, Konten, Verträge, alles wurde erneut offengelegt. Das Erbe von Andrea war, wie sich herausstellte, gar nicht so märchenhaft. Obwohl er Gerüchten zufolge Zehntausende Dollar pro Abend verdiente, ging der Großteil des Geldes für Behandlungen, Reisen und die Deckung seiner besonderen Bedürfnisse drauf. Aber etwas blieb übrig. Und dieses Etwas löste einen neuen Konflikt aus. Es ging dabei weniger um Geld als vielmehr um Rechte. Das Recht am Namen, das Recht am Bild, das Recht auf zukünftige Einnahmen aus Filmen, Spielzeug, Comics, Werbung, all das brachte bereits Geld ein. Und Andreas Tochter, nun offiziell anerkannt, sollte einen Anteil erhalten. Nur waren nicht alle darüber erfreut. Einige der ehemaligen Partner des Wrestlers wollten nicht teilen. Es begannen Hinterzimmerspielchen, Verhandlungen und Manipulationen. Die einen wollten sie auf ihre Seite ziehen, die anderen drohten mit Gerichtsverfahren. Aber sie war nicht mehr das verängstigte Mädchen von früher. Jetzt hatte sie eine Stimme und zum ersten Mal sagte sie, es geht nicht ums Geld, es geht um Gerechtigkeit. Sie strebte nicht nach Millionen, sie brauchte Anerkennung, das, was ihr der eigene Vater zu Lebzeiten nicht gegeben hatte. Und obwohl das Geld schließlich doch kam, machte es sie nicht glücklich, aber es ermöglichte ihr, das zu tun, was sie viel zu lange aufgeschoben hatte. Wo ist sie jetzt? Anstelle lauter Städte wählte sie die Ruhe der Provinz, ein kleines Haus, ein Garten, ein Hund. Keine Shows, keine Interviews, keine Reportagen. Nur Bücher, Musik und ein wenig Sport, um den Körper zu spüren, statt gegen ihn zu kämpfen. Sie hatte keine Angst mehr, in den Spiegel zu schauen, versuchte nicht mehr, sich zu verkleinern oder zu verstecken. Endlich akzeptierte sie, dass sie genauso ist, wie sie ist. Kein Ideal, keine Kopie, keine Erbin, einfach ein Mensch. Die Nachbarn wussten, wer sie war, aber machten daraus keine Sensation. Manche brachten Gemüse aus dem Garten vorbei, andere luden sie zum Abendessen ein. Die Menschen sahen in ihr eine Frau, nicht das Bild vom Ring. Das war ein Sieg. Leise, aber echt. Manchmal schrieben ihr trotzdem noch Journalisten, manchmal Fans ihres Vaters. Sie antwortete nicht, aber sie las die Nachrichten. Und immer öfter tat sie es mit einem Lächeln, denn es gab keinen Schmerz mehr. Nur Verständnis. Du kannst der Vergangenheit entkommen, ohne vor dir selbst davonzulaufen. Doch Ruhe kann trügerisch sein, besonders wenn sich im Körper dieselben Gene bemerkbar machen, die einst ihren Vater auf das Podest gehoben hatten. Verborgene Krankheiten. Der Vater lebte ein kurzes Leben, weniger als 50 Jahre. Sein Herz hielt dem Druck, den die gigantische Statur auf den Körper ausübte, nicht stand. Die Ärzte nannten es Akromegalie, eine seltene Erkrankung der Hypophyse, bei der das Wachstum des Körpers nicht stoppt. Bei André war sie stark ausgeprägt. Bei ihr verlief sie milder, aber dennoch war sie vorhanden. Die ersten Symptome kamen unbemerkt. Ständige Müdigkeit, Gelenkschmerzen, Sehstörungen. Sie schob alles auf das Alter und den Stress. Doch eines Tages ließ sie nach einer Ohnmacht Bluttests machen. Die Ergebnisse waren beunruhigend. Ihr Körper produzierte zu viel Wachstumshormon. Das bedeutete, der innere Konflikt war nicht beendet. Selbst wenn äußerlich alles stabil schien, tobte im Inneren noch immer ein Sturm. Sie hätte sich behandeln lassen können, und sie begann damit. Doch sie verstand, ihre Geschichte verlief nun auf demselben Weg wie die ihres Vaters. Nur wusste sie es im Voraus. Dieses Wissen machte ihr keine Angst, im Gegenteil, es stärkte sie. Denn sie hatte erkannt, sie hatte die Chance, etwas zu tun, was Andrea nicht getan hatte. Bewusst zu leben und ihre Besonderheiten nicht als Fluch, sondern als Plattform zu nutzen. Und dann kam ihr eine Idee, die ihre Welt auf den Kopf stellte. Die gewonnene Stärke. Sie begann zu sprechen.
Nicht auf Bühnen, nicht im Fernsehen, sondern in Schulen, Hochschulen, Wohltätigkeitsorganisationen. Sie sprach über Akzeptanz, über Schmerz, über einen Körper, den man nicht ignorieren kann, über das Leben im Schatten von Riesen. Die Menschen hörten zu. Mädchen mit seltenen Krankheiten schrieben Briefe. Jugendliche, die unter Mobbing litten, sagten, du hast mir geholfen, nicht zu zerbrechen. Ihre Stärke war nicht mehr nur körperlich. Sie wurde zur Stimme, zur Stütze, zum Vorbild. Sie gründete eine Stiftung zur Unterstützung von Kindern mit Wachstumsstörungen, wurde zum Symbol der Akzeptanz und spürte zum ersten Mal, all das war nicht umsonst. Alle Narben, der Schmerz, die Einsamkeit führten dazu, für andere wichtig zu werden. Früher versteckte sie sich, jetzt strahlte sie. Und genau in dem Moment, als es schien, als hätte sich der Kreis geschlossen, geschah etwas Unerwartetes. Es tauchte ein Mensch auf, der mit dem allerersten Anfang ihrer Geschichte verbunden war. Eine Begegnung mit der Vergangenheit. Es war ein alter Freund ihres Vaters, einer von denen, die damals Schulter an Schulter mit ihm in der Halle standen, in der die Zuschauer vor Begeisterung schrien. Er hatte sie nicht wegen des Geldes gesucht, sondern wegen der Worte, wegen eines Satzes, den Andrea ihn gebeten hatte, ihr zu übermitteln. Sie trafen sich in einem Café. Er war über 60. Sie erinnerte sich kaum an ihn. Aber er erinnerte sich an sie als Kind. Er erinnerte sich daran, wie Andrea ihre Fotos ansah, wie er schweigend die Postkarten aufbewahrte, die sie ihm schrieb, und wie er einmal sagte, sie ist mein ganzer Stolz, auch wenn ich es nicht zeige. Und dann übergab er ihr einen handgeschriebenen Brief mit einem seltsamen Datum und einem Zeichen. Darin gab es keinen Pathos, nur einfache Zeilen. Wenn du das liest, bist du erwachsen und so hoffe ich, stark. Vergib mir, dass ich nicht bei dir war, aber wisse, du bist der einzige Teil meines Lebens, für den ich mich nicht schäme. Sie weinte, lachte, schwieg. Das war die Versöhnung mit dem Vater, mit sich selbst, mit der Vergangenheit. Und obwohl ihr Weg nicht einfach war, war es genau dieser Weg, der sie zu dem gemacht hat, was sie ist. Eine Frau, die nicht nur einen riesigen Körper, sondern auch ein riesiges Herz geerbt hat. Die Stimme des Vaters. Der Brief von Andrea war für sie nicht einfach eine Botschaft aus der Vergangenheit. Es war eine Stimme, warm, ehrlich, endlich persönlich. Er versuchte sich nicht zu rechtfertigen, er spielte keine Rolle. Er schrieb als jemand, der wusste, dass er alles verpasst hatte, aber dennoch hoffte, dass er zumindest mit Worten noch etwas wieder gut machen könnte. Dort standen einfache Sätze darüber, wie er ihr Foto im Portemonnaie getragen hatte, darüber, wie er einmal ein Spielzeug gekauft, sich aber nie getraut hatte, es zu schenken, darüber, dass er Angst hatte, ein schlechter Vater zu sein und deshalb beschlossen hatte zu verschwinden, weil er dachte, das wäre besser so. Diese Worte waren wichtiger als Millionen, wichtiger als Ruhm. Sie waren das, was ihr immer gefehlt hatte: Anerkennung. Nicht öffentliche Anerkennung, sondern menschliche. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren konnte sie sagen, ich vergebe dir. Mit diesem Brief tat sie das, was früher unmöglich schien. Sie kehrte dorthin zurück, wo alles begann, in die Arena, in der er geglänzt hatte. Und als sie die leere Halle betrat, in der alles wie erstarrt wirkte, schloss sie einfach die Augen und sagte laut, du warst mein Vater, ich verstecke das jetzt nicht mehr. Und dieser Satz setzte etwas Neues in Gang, denn jetzt wusste sie, sie ist nicht einfach nur ein Schatten, sie ist die Fortsetzung und kann voranschreiten. Sie ist Andrea? Ihren Nachnamen hatte sie nie offiziell geändert, aber jetzt tat sie es, Rusimov. Der gleiche, den auch ihr Vater trug. Symbolisch, kraftvoll und nicht mehr schmerzhaft. Denn jetzt empfand sie nicht mehr Scham, sondern Stolz. Die Welt reagierte heftig. Die Nachrichten waren voll von Schlagzeilen. Die Tochter des Giganten ist zurück. Die Erbin des Wrestlers wird zur Stimme der Stärke. Aber das war ihr egal, denn diese Entscheidung hatte sie nicht für die Öffentlichkeit, sondern für sich selbst getroffen. Jetzt sagte sie, mein Name ist Robin Rusimov, ohne Zögern, ohne Schatten, ohne Angst. Denn jetzt ist der Name ihres Vaters kein Etikett mehr, sondern ein Teil der Geschichte, ihrer Geschichte. Sie strebte nicht danach, ein Held zu sein, aber sie wurde es jedes Mal, wenn sie ihre Wahrheit erzählte, jedes Mal, wenn sie anderen half. Und jedes Mal, wenn sie den Weg der Stärke wählte, nicht der körperlichen, sondern der inneren. Und da wurde klar, André zu sein bedeutet nicht groß zu sein, sondern eine Entscheidung zu treffen. Eine neue Mission. Ihre Popularität verwandelte sie in eine Mission. Nicht einfach nur eine Stiftung, sondern eine echte Hilfsplattform. Bildungsprojekte, motivierende Vorträge, Online-Selbsthilfegruppen und vor allem persönliche Begegnungen. Sie spielte keine Rolle, sie war kein Fernsehpsychologe, sie war echt. Mit ihrer rauen Stimme, mit ihren riesigen Händen, mit ihren direkten Worten, die Jugendliche zum Weinen brachten, weil sie spürten, sie versteht sie. Sie begann mit medizinischen Zentren zusammenzuarbeiten. Programme für Menschen mit Akromegalie, Beratungen, Unterstützung. Sie wurde zum Symbol nicht für perfekte, sondern für echte Stärke. Und jeder, der sich anders fühlte, fand endlich ein Spiegelbild. Und eines Tages stand sie auf der Bühne. Vor ihr ein Saal voller Schüler. Sie erzählte ihre Geschichte und ein Junge aus der letzten Reihe hob die Hand und fragte, bist du glücklich? Sie lächelte und antwortete, ich bin ich selbst geworden. Das ist Glück. Die
DNA einer Legende. Auch die wissenschaftliche Gemeinschaft blieb nicht unbeteiligt. Die Gene von Andrea waren schon immer Gegenstand des Interesses, aber nun gab es die Möglichkeit, sie weiter zu erforschen. Robin gab freiwillig Proben ab, ohne Bedingungen zu stellen. Die Untersuchungen zeigten Erstaunliches. Einige Merkmale, die als krankhaft galten, hatten sich in ihrem Körper angepasst. Was bei Andrea zu Schmerzen führte, hatte sich bei ihr stabilisiert. Die Wissenschaftler sprachen von der Möglichkeit neuer Ansätze zur Behandlung des Gigantismus. Sie hatte keine Angst davor, Forschungsobjekt zu sein. Im Gegenteil, sie war stolz darauf, denn sie wusste, ihre Teilnahme könnte jemandes Leben verändern, jemandes Gesundheit retten oder zumindest die Einsamkeit von jemandem lindern, der in den Spiegel schaut und sich selbst nicht erkennt. Sie sagte zu den Ärzten, wenn meine Zellen jemandem helfen, dann war es nicht umsonst. Sie suchte nicht nach Ruhm, aber sie wurde ein Teil der Wissenschaft. Nicht als Patientin, sondern als Schlüssel. Und das wurde zum letzten Beweis: Stärke kann nützlich sein, selbst wenn sie früher wie ein Fluch erschien. Sie hat das Ende neu geschrieben. Andreas Geschichte war schön, aber tragisch. Er war ein Titan, der geliebt wurde, aber den seine eigene Natur getötet hat. Sein Leben endete früh und hinterließ nur ein Bild. Traurig, einsam, stark, aber müde. Sie nahm das Erbe an und schrieb das Ende neu. Ohne Kostüme, ohne Kämpfe, ohne triumphale Auftritte. Nur das Leben. Ehrlich, schwer, echt. Sie wurde nicht zu Andrea Nummer 2. Sie wurde zu dem, was er nicht mehr werden konnte. Ein freier Mensch, der sich selbst angenommen hat. Und sie gab anderen die Chance zu sehen, dass man groß, geliebt, seltsam und gebraucht sein kann. Darin lag ihr Triumph. Nicht in der Arena, sondern in sich selbst. Nicht in der Show, sondern in der Wahrheit. Andrea ist gegangen, aber seine Geschichte lebt in ihr weiter.